So, we're recording. Dear, oh dear, oh dear. How are we all? Wie geht's euch? Alles gut? Heidi sent me the message. What a nice distraction. I was just about to say that. Ja, Heidi hat mir eine Nachricht geschickt, was für eine schöne Ablenkung. Und Greg meinte, er wollte das auch gerade sagen. So we thought we'd just chat a little bit about distractions and how we distract ourselves from stuff that is important by using stuff that's not important. Ja, lasst uns einfach mal kurz von Ablenkung reden. Ablenkung von dem Zeug, was wichtig ist, durch Zeug, was nicht wichtig ist. Okay, I have to mute some people. Ja. So, the question alle, die noch nicht stumm geschaltet sind, bitte schaltet euch stumm. Niki sehe ich, Sorica, die noch nicht stumm. Danke, Sorica. Judy. Ja, so wenn ihr reinkommt, schaltet euch stumm, bitte. Please unmute yourself when you come in. Unmute or mute? Oh, mute. Mute. Yeah, mute. Ja. Lasst euch verstummen. Okay. So the question we want to start with is, what awareness do you have that you've been refusing to acknowledge? So die Frage, mit der wir anfangen wollen, ist, welches Gewahrsein habt ihr, das ihr euch weigert anzuerkennen? That if you were to acknowledge it, would actually give you more ease and joy in your life. Dass, wenn ihr es tatsächlich anerkennen würdet, euch mehr Freude und Leichtigkeit in eurem Leben geben würde. To put that in normal language, what is it you know that you don't want to know because you don't want to look at it? Um das mal in eine normale Sprache zu bringen. Was ist es, was ihr wisst, was ihr nicht wissen wollt? What is it that you know that you don't want to look at it? So, was ist es, was ihr wisst, was ihr euch nicht anschauen wollt? Ich bin auch schon abgelenkt. I'm distracted already. Yeah. So what we do is we're like, oh no, I can't look at that. And so we get busy doing other crap. Ja, also das Ding ist, was wir machen die ganze Zeit, ist so, das Zeug will ich mir nicht anschauen, also kümmern wir uns um all den anderen Mist um uns herum. You know, we're not happy at work. We hate everybody there. We don't miss, if we were to quit tomorrow, we wouldn't miss anybody. So zum Beispiel, wir hassen unsere Arbeit. Wir können die ganzen Leute dort nicht leiden, die bei uns im Job sind. Wenn wir morgen aufhören würden, würden wir kein Schwein vermissen. So we distract ourselves by deciding that we can't be happy at home. So, dann lenken wir uns damit ab, dass wir beschließen, dass wir zu Hause auch nicht glücklich sein können. Or we distract ourselves by getting busy trying to find where we are wrong. Oder wir lenken uns damit ab, dass wir eifrig darum bemüht sind, herauszufinden, wo wir irgendwas verkehrt gemacht haben oder verkehrt sind. We don't do that. No. I mean, it's funny because we had 2 cases of that this week. Und das ist echt lustig, weil wir hatten genau, was wir eben beschrieben haben, was Greg eben beschrieben hatte, 2 Fälle diese Woche. Dieses, ich mache alles Mögliche, ich kümmere mich um alles Mögliche. Und wenn wir dann draufgehen, was ist es, was dich unglücklich macht, kommt es wirklich darauf hinaus, ich hasse meinen Job. Yeah? So we had 2 cases this week, exactly like that. It's like I do all kinds of stuff and I have problems everywhere, but when we nail it, it's like, I hate my job. Yeah. Yeah. And so why do we distract ourselves from that knowledge, I hate my job? Und warum lenken wir uns von diesem Wissen ab, dass wir unseren Job hassen? Womöglich müssten wir was ändern. Maybe we would have to change something. You know, sometimes it's just as simple as changing your point of view. Ja, manchmal ist es einfach nur
Eine ganz einfache Veränderung. Verändert einfach eure Ansicht darüber. But while you're unwilling to acknowledge it or see it, and you're busy distracting yourself, you can't change anything. Ja, aber während du damit beschäftigt bist, das nicht zu sehen, das nicht anzuerkennen, kannst du eben gar nichts verändern. But imagine acknowledging that you're not happy in your job. Ja. Stell dir vor, dass du anerkennst, dass du nicht glücklich in deinem Job bist. And then going, what else is possible here? Und dann zu sagen, was ist jetzt sonst noch möglich? I actually had a peep from Hungary message me today, thanking me because I said, keep asking, what else is possible? Tatsächlich hat mir heute jemand aus Ungarn geschrieben und der mir gedankt hat, weil ich ihr geraten habe, einfach weiter zu fragen, was sonst noch möglich ist. And she kept asking that all the last 2 weeks. Und die hat das jetzt 2 Wochen lang ununterbrochen gefragt. And she goes for a job promotion interview on Monday. Ja, und am Montag hat sie ein Job-Bewerbungsgespräch. Danke, Silvia, du wolltest mir schon helfen mit der Übersetzung. Ich habe es genau gesehen. Yeah. Sylvia wanted to help me with the translation. Sometimes I'm so Dinglish. Manchmal bin ich so Denglisch, Englisch, Deutsch, Englisch schon. and sometimes my English isn't English. It's just key. Ja, und manchmal ist mein Englisch kein Englisch. Ja. So, but this simple question, what else is possible, just pulls you out of that nothing is possible. Und manchmal führt dich diese einfache Frage, was ist sonst noch möglich, zieht dich raus aus diesem Nix ist möglich. We distract ourselves so that we pull ourselves away from our awareness. Ja, wir lenken uns ab, wir ziehen uns raus aus unserem Gewahrsein. So what is the value of staying in that job that is not pleasant for us? So wo ist der Wert daran, in diesem Job zu bleiben, der für uns überhaupt keinen Spaß macht? We have a story to tell. Wir müssen eine Geschichte erzählen. I'm so unhappy. Ich bin so unglücklich. Oh, it's like, so at least we know that shitty place and we feel this shitty place is kind of safe. Yeah. Und dann, zumindest kennen wir diesen beschissenen Ort, an dem wir sind, und wir wissen, dieser beschissene Ort ist irgendwie sicher. How many of you know the saying, better the devil you know than the devil you don't? Wie viele von euch kennen das Sprichwort, besser den Teufel, den man kennt, als den Teufel, den man nicht kennt? Heidi's yawning like crazy. Me too. Heidi geht schon wieder wie verrückt, ich auch. Ja. So, we do this in relationships, for God's sake. Und wir machen das um Gottes Willen auch in Beziehungen. Had a young lady, not happy in a relationship, I said, have you talked to your man? Ich hatte eine Klientin, die gesagt hat, ich bin so unglücklich in meiner Beziehung. Und dann habe ich sie gefragt, hast du mit deinem Mann gesprochen? Why would I do that? Warum sollte ich das denn tun? He might change. Könnte sich vielleicht was verändern dadurch. And when she talked to him, he goes, I could try that. Und wirklich, als sie dann mit ihm gesprochen hatte, hat er gesagt, oh, ja, das könnten wir probieren. Now she's going, now what? Jetzt sagt sie, und was jetzt? Yeah. And Martina says, when I ask myself what else is possible, I find even more stuff that is like distracting me. So totally wrong awarenesses when I ask a question. Und Martina sagt, wenn ich mich dann frage, was ist noch möglich, finde ich noch viel mehr, was mich ablenkt. Also falsches Gewahrsein, indem ich die Frage stelle, erwischt. What is wrong awareness? Was ist ein falsches Gewahrsein? Is that even possible? Ist das überhaupt möglich, ein falsches Gewahrsein zu haben? Or they're just further distractions, but not actually a wrongness. A wrongness or awareness? Awareness.
Ja, that's what I meant. Ja, oder sind das einfach nur weitere Ablenkungen, die du dir kreierst und nichts davon ist Gewahrsein? I mean, so often, nothing is awareness when we ask questions. So oft ist es wirklich so, dass nichts ein Gewahrsein ist, wenn wir Fragen stellen. We're just busy looking for answers. Wir sind einfach nur eifrig damit beschäftigt, irgendwelche Antworten zu suchen. And our mind will create as many answers as we like. Und unser Gehirn wird so viele Antworten kreieren, wie wir uns nur vorstellen können. And nothing is awareness. Und nichts davon ist Gewahrsein. Yeah? So, this is like your mind is keeping you safe in your comfort zone all the time. Und da ist es einfach so, dass dein Gehirn dich die ganze Zeit beschützt in deiner Komfortzone, dass du da ja bleibst. Bon Appetit, whoever is eating, but maybe can you mute yourself? Also guten Appetit, wer gerade isst, aber bitte können Sie euch stumm schalten. Ja. Greg, you look very distracted. I'm just trying to see who's eating. Also Greg sieht sehr abgelenkt aus. I think now the noise is gone. Okay, because I'm hungry. Weil ich hungrig bin. Ja. Wir haben proper lunch, wir hatten kein richtiges Mittagessen. We're too busy playing with horns. We got distracted. Ja, wir haben mit Hunden gespielt, wir sind abgelenkt worden. So Barbara says, distract from the things that are important. So what is important? How can I differentiate between something that is important and that is not important? Sometimes I really have no clue. Nicole, schalte dich stumm. Sorry. Okay. Yeah, that's a good question. How do I know what is important and what not? So, das ist echt eine gute Frage. Wie weiß ich, ob was wichtig ist oder nicht? Because you know. Weil du es weißt. And because whatever you decide is important, is important. Und weil was immer du entscheidest, was wichtig ist, wichtig ist. I mean, how many of you knew that you had to clean the office out or your bedroom, and so you do everything else but? Ja, or your relationship. So, Ja. Viele von euch haben immer schon gewusst, ja, ich muss jetzt mein Büro mal aufräumen oder die Küche oder eure Beziehung. Aber da ist immer was dazwischen gekommen. There was always something to distract you from it. Yeah. Everywhere that you put, I should do this, I should be doing that, destroy and uncreate. So überall, wo ihr funktioniert aus dem, ich sollte das doch mal machen, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umkreieren. Cool. Let it go. Yeah. What if we took should out of our life and actually decide that this is what I choose? Ja. Was, wenn wir einfach dieses Ich sollte aus unserem Leben entlassen könnten und einfach es damit ersetzen würden mit dem Ich wähle? This is what's required. Das ist, was erforderlich ist. Should is a judgment. Sollte ist eine Bewertung. You know, we can prioritize things and create that because that's all judgments. Wir können Dinge Priorität verleihen, aber das sind alles Bewertungen. Or you can go, body, what's required today that requires my attention? Oder wir können sagen, Körper, was ist heute erforderlich, das meine Aufmerksamkeit erfordert. And then start from there. Und dann von da aus beginnen. Because you know, Sorry. when you start from that space, you actually start to get more done. Wenn ihr von diesem Raum aus funktioniert, dann kriegt ihr mehr gebacken, dann schafft ihr mehr. I want to get back to Barbara's question. No. Yes. Because it's really, for me, important to know what is important. Ich möchte gerne zu Barbaras Frage zurückkommen, weil für mich ist es wichtig zu wissen, was wichtig ist. Ja? So how do I find out what is important for me? And I know I can always choose what is important for me and make that my reality. So wie finden wir raus, was wichtig für uns ist? Und ich weiß, ich kann jederzeit wählen, etwas wichtig zu machen und das wird dann zu meiner Realität. And we were just talking about Don Quixote, right? Yeah.
Und wir haben vorher gerade kurz vor dem Zoom über Don Quixote geredet, der gegen die Windmühlen kämpft. Und ich habe extra nochmal nachgelesen, um was es bei dieser Geschichte eigentlich ging, weil ich konnte mich nicht mehr erinnern. Und tatsächlich, worum es bei Don Quixote geht, ist, dass er seine eigene Realität kreiert hat, die ihm wichtig war und die für ihn funktioniert hat. Die alle anderen gesagt haben, du bist ein Idiot. Yeah? And I mean, basically in Don Quixote, it's about he created his reality that was important for him and that worked for him, and everybody else says you're an idiot. Yeah? So, für mich ist das wirklich dieses, macht euch bewusst, ihr kreiert eure Realität und damit das, was wichtig für euch ist oder umgekehrt. Yeah? So, just be aware of you create your own reality, and by doing that you create what's important for you, or the other way around. You create what it's important for you, and by doing that you create your reality. And there will be always people that will judge you. Und dann wird es immer Leute geben, die euch dafür bewerten. And there will always be people that support you. Und da wird es immer Leute geben, die euch unterstützen. Regardless. Ja. I mean, Was es wolle. Don Quixote, you call him something else, but he had his manservant that was right there with him all the time. Ja. Und Don Quixote hatte seinen Sancho de la Panza, der mit ihm die ganze Zeit war. And in that book, he's like the opposite. He is the practical, the pragmatic one, ja. Und im Buch ist er genau das Gegenteil, das Pragmatische, das Praktische. So, for me, it's like you can create every reality that you would like to have, right? As long as it works for you. Also du kannst dir jede Realität kreieren, die du nur gerne haben möchtest, solange es für dich funktioniert. The point where we start to distract ourselves is when it's not working anymore and we would like to stay there because it's safe. Und der Punkt für mich ist, wo es dann nicht mehr funktioniert, ist dann, wenn wir wissen, irgendwo funktioniert es nicht mehr für uns und wir sollten eigentlich was anderes tun, aber dann lenken wir uns ab davon, weil da, wo wir gerade sind, ist es sicher. And that's when we start really to distract ourselves from choosing something else because we know where we are, it's at least safe. Und da beginnt es. Wir beginnen uns abzulenken von etwas anderem, weil wir wissen, zumindest da, wo wir sind, ist es sicher. I have a client who's worked in the same job for 25 years. Her boss raped her when she was young, has abused her since. Ich habe eine Klientin, die arbeitet seit 25 Jahren in einem Job, wo ihr Boss sie vergewaltigt hatte, als sie jung war. Und seitdem missbraucht er sie. And she's still there. Und sie ist immer noch da. She's only just now learning after 25 years that she has a choice. Gerade im Moment beginnt sie zu lernen, nach 25 Jahren, dass sie eine Wahl hat. She was able to distract herself by saying that she was scared. She was fearful. Sie hat sich die ganze Zeit geschafft, sich abzulenken von der Situation, indem sie sich ständig erzählt hat, dass sie Angst hat. She was able to persuade herself that she was powerless. Sie war in der Lage, sich selbst zu überzeugen, dass sie keine Macht hat. All of these stories are just distractions to stop ourselves from showing up. All diese Geschichten sind nur Ablenkungen, die sie davon abhalten, sich zu zeigen. How many times have we started to create something and then we've actually created failure? Wie oft haben wir begonnen, etwas zu kreieren und dann haben wir nichts als Versagen kreiert. Just so that we don't outshine other people around us. Einfach so, dass wir nicht größer sind als die anderen um uns herum. Again, we create what we choose. Ja, wir kreieren, was wir wählen. And with that client that you mentioned, so what was the awareness that she distracted herself from?
Und mit der Klientin, die du erwähnt hast, was war das Gewahrsein, von der sie sich abgelenkt hat? Just to make it clear. Einfach um es mal klar zu machen. She distracted herself by just saying that she wasn't strong enough, that she was... Yeah, but distract herself from what? From what awareness? Von welchem From Gewahrsein? the awareness that she needed to get the hell out of Dodge. So, das ist wirklich das Ding, das man begreifen muss. Das Gewahrsein, das sie hat, ist, ich muss raus hier. Und von diesem Gewahrsein hat sie sich abgelenkt mit, ich habe Angst, ich bin nicht stark, ich habe keine Wahl. And from this awareness, she distracted herself with the beliefs that she's not strong, she doesn't have power, she doesn't have choice. There's no way she can go. Ja, so sie hat sich von dem Gewahrsein abgelenkt, dass sie raus muss durch ihre Glaubenssätze, dass sie nicht kann. So she distracted herself from the awareness that she has to get out there with her beliefs that she can't. Yeah. Yeah. So why would somebody do that? Und warum sollte das irgendjemand machen? To stay safe. Um in Sicherheit zu bleiben. And that was the whole thing. Ja, das ist das ganze Ding. Um sich sicher zu fühlen. In dem Scheiß, in dem man steckt, den man zumindest kennt. To feel safe in that shit that you at least know already. And then some asshole came along and pointed out that she was not safe. Und dann kam jemand und hat ihren Arschloch, kam ein Arschloch vorbei und hat gesagt, hey, du bist eh nicht sicher. Nothing is safe. Nichts ist sicher. Not even money in the bank is safe. Nicht mal das Geld auf der Bank ist sicher. Es gibt keine Sicherheit. There is no safety. There is just choice. Es gibt nur Wahl. Monica's raised her hand, Gabi. Sylvia had said, I just read in the chat, so how do I know that it is an awareness and not the answer to keep me in my comfort zone? Good question. So, ich lese mal auf Deutsch vor. Woher weiß ich, dass es Gewahrsein ist und keine Antwort, um mich in der Komfortzone zu halten? And awareness is always light and comes without fear, without doubt. Ein Gewahrsein ist immer leicht und kommt ohne Angst, ohne Zweifel. It's like that. Often the awareness comes without actually thinking about it. Oft kommt das Gewahrsein, ohne dass du darüber nachdenkst. Es ist einfach da. You know, when Gabi invited me to come to Vienna to do the first class, there was an instant knowing. Als die Gabi mich eingeladen hat, ganz am Anfang nach Wien zu kommen, um diesen Kurs zu geben, das war ein sofortiges Wissen. Later my mind kicked in and says, how are you going to do this? Später hat dann mein Verstand sich eingeschaltet und hat gesagt, wie sollen wir das denn machen? It can't possibly work. Das kann doch gar nicht funktionieren. But I totally trusted that first knowing, that Aber first instant. Ich habe diesem ersten Moment, diesem ersten Gewahrsein total vertraut. It felt too expensive. Es hat sich einfach viel zu ausgedehnt angefühlt. And I wouldn't let my mind distract me from that knowing. Und ich habe meinem Verstand nicht erlaubt, mich von diesem Wissen abzulenken. You know, sometimes you choose to do something and then later go, oh no, it doesn't feel like to do that anymore. Kennt ihr das? Ihr wählt irgendwas, weil, da ist es da. Und hinterher so, jetzt fühlt es sich nicht mehr leicht an, das zu wählen. Do you think it could be your mind saying, yeah, you're going to have to do some changes, there's going to be some uncomfort, discomfort here, yeah, you really want to do this shit? Glaubt ihr nicht, dass das euer Verstand sein könnte, der sagt, ach, ja, du willst ja wirklich was verändern, ha? Könnte sein, dass das unbequem wird, dass du da wirklich was verändern musst, und dass das kein, ja, das ist euer Verstand. Yeah, that's your mind saying, hey, distraction, hello. Ja, und das ist euer Verstand, der sagt, hallo, Ablenkung. And again, the mind is designed to keep us safe. Und wiederum, der Verstand ist dafür gemacht, uns in Sicherheit zu halten. In dem Vertrauten, in dem, was ist. In the
comfortable in the comfort zone in that what we already know. Yeah. Yeah. Monica's got a question, Gabi. Ja, Silvia, did you want to say something about that? Silvia, wolltest du was sagen? No. She said yes. Yes. Ich habe es aufgeschrieben. Also eben manchmal fühlt es sich nämlich auch gar nicht leicht an. Aber Greg hat es eigentlich schon beantwortet. Im ersten Moment schon. Und dann geht es eben in das Schwere, weil es eben unbequem ist, die Komfortzone zu verlassen. Yeah. And she said, yeah, you have already answered that. It's like in the first moment, it's like this lightness, the first awareness is like, that's cool. And then the mind kicks in and it gets like heavy. Ja, und also ich mag das, was Anita Moorjani gesagt hat. Dieses wahre innere Wissen, also das Gewahrsein. Da ist kein Zweifel, da ist keine Angst. I like what Anita Moorjani says about that inner knowledge, which is the awareness, right? It's always without doubt, without fear. You just know. And it's light and it makes you happy, it makes you smile. Und dieses, was du weißt, ja, dieses macht dich immer happy, bringt dich zum Lächeln. Das ist das Gewahrsein. Ja. And, ja. Ja. So, any other questions? Gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Ich hätte eine Frage. Ja. Monika. Ja, hi. Ich habe jetzt, ich bin schon länger krank und habe sehr viele Schmerzen. Ich wähle ganz bewusst Gesundheit. Stelle viele Fragen. Aber wann oder wie oder was kommt denn die Veränderung? Also keine Veränderung so bislang. Ja? Ja. Jetzt wieder laut. So, Monica says, so she has a disease for a long time already and she's under lots of pain all the time. And she keeps asking questions for a long time now and nothing changes. So, what is your knowing about that? What, I mean, I'm not trying to fob you off here, but what is it you know about your body and what your body's been trying to tell you that you still haven't heard? Ja, also ich will das jetzt echt nicht gering machen oder so. Aber was ist es, was du weißt über deinen Körper? Was dein Körper dir seit langem versucht zu sagen? Was du bisher gewählt warst zu hören? Ja, genau, auch diese Frage stelle ich. Was weiß ich, was ich nicht anerkenne, zu wissen? Über meinen Körper, über meine Schmerzen. So this is what she's asking. What is it that she doesn't, what she's not willing to acknowledge about her body and about her pain? But this is not the question that Greg asked. Aber das ist nicht die Frage, die Greg gestellt hat. Greg hat dich gefragt, was ist es, was du weißt, was dein Körper dir sagen will, das du nicht hören willst? What is it what your body would like to tell you, which you're not willing to hear? Ja. Man sollte es nicht sagen, aber ich weiß es nicht. She doesn't know. Yeah. So, can I ask you, this is a really crazy question, okay? Das ist jetzt echt eine verrückte Frage. Good. I've got two questions. Tatsächlich habe ich zwei Fragen für dich. The first one, are you aware? Die erste Frage ist, bist du gewahr? Hast du Gewahrsein? Ja. Cool. What are you aware of? Wessen bist du dir gewahr? Everything. Allem. Ja. So, the pain you can't get rid of, Der Schmerz, den du nicht loswerden kannst. I know you've locked it into your body as yours, Ich weiß, dass du diesen Schmerz in deinen Körper eingeschlossen hast, als wäre er deiner. but is it really yours? Aber ist es tatsächlich deins?
How many people around you are you trying to heal? Wie viele Leute um dich herum versuchst du zu heilen? Ja. Fuck. Really. Ja. The more Okay. you become aware, the more you're aware of other people around you. The more you're aware of other people around you, the more you're aware of their emotions, their thoughts, their feelings, and how they feel. Ja, so je mehr du dir gewahr wirst, desto mehr wirst du der Leute um dich herum gewahr, deren Gedanken, deren Emotionen, deren Gefühle und wie sie sich in ihrem Körper fühlen. And if you're aware of all that and you're a healer, Ja, und wenn du dir all dessen gewahr bist und ein Heiler bist, how many of those stupid people are you trying to heal and take their symptoms so that they don't suffer? wie viele von diesen dummen Leuten versuchst du zu heilen, nimmst ihre Symptome weg, damit die nicht darunter leiden? And does it work for you? Und funktioniert das für dich? Ja. So, can I invite you to do something? Kann ich dich dazu einladen, etwas zu tun? Can I Yeah. invite you to change the channel? Darf ich dich dazu einladen, deinen Sender anders einzustellen? Ja. Cool. So ask your body, and you might all want to try this, ask your body to tune in and tap into people who have joy. Bitte deinen Körper einfach, den Sender auf Leute einzustellen, die Freude in ihrem Leben haben. Tune into people who are light and are willing to create more. Ja, stell deinen Sender ein auf Leute, die Leichtigkeit haben und die gewillt sind, mehr zu kreieren. I hear a station right now. Ich höre gerade irgendeinen Sender. Bitte schaltet euch alle stumm, wenn ihr noch nicht stumm seid. Bis auf Monika. Okay. Yeah, and it reminds me, you were talking in a Zoom about like how you were aware of all the earthquakes and your Yeah. body was hurting from that. Das erinnert mich an etwas, der Greg hat in irgendeinem Zoom mal gesagt, dass er früher sich all der Erdbeben und Vulkanausbrüche auf der ganzen Welt immer so bewusst war und dass sein Körper davon geschmerzt hat. Und das hat eine Person in dem Zoom gehört. Und die hat mir dann geschrieben, dass das für sie das Klickding war, weil die auch immer so viele Schmerzen hatte. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wo oder was und wessen sie gewahr war, aber sie hat ihren Körper einfach gebeten, ihr keine Informationen mehr über das zu geben, was sie sonst wahrgenommen hat. Und Greg hat es genauso gemacht, er hat seinen Körper gebeten, nicht mehr ihn zu informieren, wenn irgendwo ein Erdbeben ist oder ein Vulkan, dann haben die Schmerzen aufgehört. Ja? And then the person wrote to me that she's done what you have done. She just asked her body to not be in tune anymore with those nature catastrophes, whatever. Ja, und der Körper, der Schmerz in ihrem Körper hat aufgehört, einfach indem sie ihren Körper gebeten hat, ihr nicht mehr alle Informationen zu übermitteln über irgendwelche Naturkatastrophen. Ja? Das ist das, was ihr tun könnt. And Greg, so we were talking about distraction, and we also create pain in our bodies to distract ourselves from awareness. Ja? Ja. Und wir sprechen heute über Ablenkung. Und wir kreieren auch Schmerzen in unserem Körper, um uns vor Gewahrsein abzulenken. I mean, really, the number of times we've been working on a body, on somebody doing a session, and suddenly they got pain in their hip, and now it's in the shoulder. And it's always when we're getting too close to what it is they don't want to look at. Ja, so wie oft arbeiten wir an Klienten, ja, wir machen eine Session und auf einmal kommt dann der Schmerz in der Schulter. Dann ist er in der Hüfte und er wandert so durch den Körper. Und er kommt immer dann, wenn wir nah an dem Punkt sind, wo die Person die Möglichkeit hätte, etwas anderes zu wählen. Also, aua, tut weh. Ja. Yeah. I mean, I've even had one lady who had
pain for a long time in her hips. And when we got down to it, it was so that she didn't have to focus on and remember the abuse. Ja. Und ich hatte eine Klientin, die hatte seit Ewigkeiten Schmerzen in der Hüfte. Und als wir dann wirklich an den Punkt gekommen sind, hat sie realisiert, dass sie diesen Schmerz hatte, um sich nicht mehr an den Missbrauch zu erinnern, den sie erfahren hat. So, I mean, sometimes distractions can be useful. Manchmal können Ablenkungen nützlich sein. If my children fell over, I used to distract them so that they didn't cry, they didn't feel the pain. Wenn meine Kinder hingefallen sind und sich wehgetan haben, habe ich sie abgelenkt, damit sie sich nicht mehr auf den Schmerz fokussiert haben. And it pretty well worked every time. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Which reminds me, because I was such a correct mom, like alternative mom, and I was taught never to distract them from any pain, instead of like feeling it, like acknowledging it that they have pain. And the pain got worse. Und so ich als alternativpädagogisch korrekte Mutter habe natürlich gelernt, dass wir niemals Kinder ablenken sollen von ihrem Schmerz, sondern anerkennen sollen, dass das Schmerz ist. Und lustigerweise ist der Schmerz immer stärker geworden, wenn ich das getan habe. So, it's a tool. Ja, es ist ein Werkzeug. It's not a wrongness. Es ist keine Verkehrtheit. It's not a rightness either. Und es ist auch keine Richtigkeit. Dankeschön. Bitte schön. Really? But really, it's like we can distract ourselves from our awareness and our knowing so that we don't have to look at it. Also wir können uns selbst ablenken von unserem Gewahrsein, unserem Wissen, dass wir uns das Zeug nicht anschauen müssen. Or we can allow ourselves to be totally aware of everything. Oder wir können uns selbst erlauben, uns allem gewahr zu sein. But just not focus on the things that are not working for us. Aber uns einfach nicht mehr auf die Dinge fokussieren, die nicht für uns funktionieren. And just take our focus onto the things that are working for us that we can create more of. Ja, sondern bewusst unseren Fokus auf die Dinge legen, die für uns funktionieren und mit denen wir mehr kreieren können. You're not distracting. You're not taking your focus to this so that you don't see this. Ja, also this is a good point. Also ihr lenkt euch nicht ab, indem ihr euren Fokus klein macht und auf die eine Sache guckt, damit ihr das alles andere nicht mehr sehen müsst. What you're doing is you're going from this to this, so you see all these other things that allow you to create still without being defined by this. Ja, sondern ihr erlaubt euch, alles zu sehen, alles wahrzunehmen, damit ihr nicht definiert werden müsst durch diesen einen Fokus, den ihr habt, wie der Don Quixote auf seine Windmühlen. Like Don Quixote with his windmills. Yeah. Yeah. Distraction is the exclusion of all else. Ablenkung ist die Exklusion von allem anderen. Also das Ausschließen von allem anderen. Of possibilities, right? Yeah. So das Ausschließen anderer Möglichkeiten. Das ist Ablenkung. Because what you do is you see this here and I'm going to have to distract myself. I'm focusing on this. Weil was du tun kannst, ist, du siehst das hier. Oh, und ich muss mich jetzt ablenken und totalen Fokus auf das haben. Like when somebody is totally madly in love. Ja. Zum Beispiel, wenn jemand total wahnsinnig irre verliebt ist. The focus gets on that person and every other possibility is excluded. Dann kommt dieser Fokus auf die eine Person und alle anderen Möglichkeiten werden ausgeschlossen. So this is the distraction, das ist dann die Ablenkung. Die Person oder deine Verliebtheit in die Person ist die Ablenkung, die dir nicht mehr erlaubt, alle Möglichkeiten zu sehen. So the distraction is your being in love like an idiot, so which doesn't allow you to see all the other possibilities. Or to see the other things that would actually turn you off that person. Oder that's a possibility, isn't it?
Oh, yeah, true. Yeah. Oder all die anderen Dinge zu sehen, die dich von dieser Person ablenken würden. Und das sind Möglichkeiten. Ja. Cool. So I remember just this guy that we had that came to classes, and whenever he was like getting close to what he could see, he had an asthma attack. Right? Also es erinnert mich gerade an jemanden, der bei uns oft Kurse mitgemacht hat, und immer wenn er nah daran gekommen ist, was er eigentlich sehen könnte, ja, wo der Hase im Pfeffer liegt sozusagen, hat er einen Asthmaanfall bekommen. Jedes Mal. Das war schon witzig. Oh, the other person that you mentioned all the time, that whenever things got intense, so the awareness got intense, she said, oh, there's an entity. Oder eine andere Person, bei der war es immer so, sobald irgendwas intensiv geworden ist, ein intensives Gewahrsein, hat sie gesagt, oh mein Gott, da ist eine Entität. And when that didn't work anymore, she started crying. Und wenn das nicht mehr funktioniert hat, hat sie angefangen zu heulen. She really got pissed with me when that didn't work either. Dann war sie echt sauer auf mich, als es auch nicht mehr funktioniert hat. Ja? So we all have our strategies to distract ourselves from awareness. So wir haben alle unsere Strategien, um uns selbst von Gewahrsein abzulenken. And it's not a wrongness. Ja, keine Verkehrtheit. It's just a choice. It's just a choice. But when we start doing these things, don't you hate that word? Choice? Ja, es ist einfach eine Wahl. Und hasst ihr das Wort nicht auch schon langsam? Es ist einfach eine Wahl. But you know, when we start to do it from choice rather than from autopilot, then it's quite a different way of living. Ja, aber wenn wir das tatsächlich aus Wahl heraus tun, statt auf Autopilot zu sein in Bezug darauf, ist es echt eine andere Art zu leben. Because now you're functioning from this choice where you still have awareness. Ja, weil jetzt funktionierst du aus der Wahl heraus, mit der du immer noch Gewahrsein hast. Because you can choose what you want to distract yourself with. Denn du kannst wählen, wovon du dich ablenken willst. When it's autopilot, it's always the same thing. Und wenn es auf Autopilot ist, ist es immer das gleiche Ding. What's in the fridge? Was ist im Kühlschrank? I go shopping, I go buy groceries. Ja, ich gehe jetzt einfach mal einkaufen. I watch a movie. Ich schaue mir mal einen Film an. I go on Facebook. Oh, I do battle. Ich gehe auf Facebook. Oder ich gehe in den Kampf. You know, so many people, they look for, that is what you always say, they look for battle outside of them. Und das ist auch was, wo sagt der Greg immer so, wo so viele Leute sich echt erfolgreichst ablenken, indem sie Kampf suchen. Ja? Krieg suchen außerhalb von sich. I don't know if you're aware, but last week we've had a really interesting time in this household. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber letzte Woche hatten wir eine sehr interessante Zeit in diesem Haushalt. I posted a picture of a leg of lamb. Ja, ich habe eine Lammkeule gepostet. And oh my God, everyone, there was lots of woohoo's, and then there was these two people that really just gave me shit. Ja, und viele haben es echt gemocht, aber da waren zwei Leute, die haben mir wirklich sozusagen giving me shit, mir Mist erzählt. I mean, one lady, she asked me, how can we eat dead animals? Ja, eine hat mich gefragt, wie kannst du es nur über dich bringen, tote Tiere zu essen? I really wanted to say so that they stay on the plate easier, but you know. Ja, what? I wanted to say to her, because that way they stay on my plate. Am liebsten hätte ich gesagt, ne, auf diese Art und Weise bleiben sie wenigstens auf meinem Teller. But in the end, one person commented, yeah, better than to eat living animals, right? Yeah. Einer kommentiert, immer noch besser als lebende Tiere zu essen. And another guy went on, and he was not going to follow me, and he was, how can your courses and all these people that you're just leading astray, and oh my God. Ja, ein anderer hat sich noch mehr echauffiert, ein Typ, also wie schrecklich man sowas überhaupt posten kann und da. Ja. And I had the experience yesterday. I was
silly enough to comment on somebody's question with, what I always comment. And there was these people, the spiritual correct people, and they were giving me a shitstorm. Ja, und ich habe auch gestern den törichten Fehler begangen, irgendwo mitten im Ratschlag sozusagen zu kommentieren, wie ich halt sonst auch so bin. Und es war eine Gruppe von ultraspirituellen Menschen, die mir hinterher einen Shitstorm verpasst haben. Und ich war so, ja. Echt, es gibt Leute, die einfach nur sich ablenken, indem sie den Kampf nach außen tragen. So, it's like everywhere. People that distract themselves by just taking the battle outside. Yeah, there's an anger that when we stopped and looked at this, and we really sort of said, what is this really? Also wir haben uns das echt angeschaut, diesen Zorn, ja, wir haben uns das angeguckt, was ist das, Wahrheit? And it was like, okay, these people have an anger from a long time ago that's deep inside them that they don't want to look at. Ja. Und was bei uns kam, war eben, die Leute haben echt Wut in sich, Zeug, das alt ist, ja, und dass sie sich nicht anschauen wollen. And so, like Don Quixote, they're raging at windmills that have no effect. Ja, so wie bei Don Quixote, der zornig auf die Windmühlen ist, was keinerlei Sinn macht. And so they will attack everybody else rather than look at their shit. Ja, und so greifen sie alle anderen an, statt sich ihre eigene Scheiße anzuschauen. What if we stop distracting ourselves from our shit? From looking. our shit. Our Ja. shit. So, was, wenn wir aufhören würden, uns selbst von unserem eigenen Scheiß abzulenken? From our past, Von unserer Vergangenheit, from our stories, von unseren Geschichten, and we know, okay, it's time to change this. sondern einfach nur sagen würden, okay, da ist das Zeug. Und jetzt ist es an der Zeit, das zu verändern. And to let go. Yeah, Einfach loszulassen. because what happens then is our past no longer directs our future and our present. Weil was dann passiert, unsere Vergangenheit bestimmt nicht länger unsere Zukunft. We no longer function as that abused little girl or little boy. Wir funktionieren nicht länger als das missbrauchte kleine Mädchen oder der missbrauchte kleine Junge. Und mit Missbrauch meinen wir nicht irgendwie den sexuellen Missbrauch, sondern jede Art von Missbrauch. Ja? Überall dort, wo wir nicht anerkannt worden sind für das, was wir sind. And with talking about abuse, we don't only mean that's sexual abuse, but every time that we were not acknowledged for who we be. Yeah. Ja. Ja. So everything that brings up in your universes, So alles, was das bei euch in euren Universen hochbringt. are you willing to destroy and uncreate all that scheiße now? Seid ihr gewählt, all den Scheiß, all that shit, jetzt zu destroyen und zu zerstören und umzukreieren. Cool. Let it go. Ja, lasst es los. We can't change the stories, Wir But können we- die Geschichten nicht verändern, but we can let go the emotions that lock us in place. aber wir können die Emotionen loslassen, die uns da festhalten. Which then allows us to move free of distraction into new choices and possibilities in our life. Was uns dann erlaubt, vorwärts zu gehen, frei von Ablenkungen und neue Möglichkeiten in unserem Leben zu haben. And then when we do use distraction as a tool, Und dann, wenn wir Ablenkung als ein Werkzeug benutzen, it's as a useful tool rather than as a hindrance and restriction. dann als ein wertvolles und nützliches Werkzeug statt als eine Begrenzung und Behinderung. And really, our lives start to change. Und unsere Leben beginnen sich zu verändern. So if you'd like to create change in your lives, Also, wenn ihr gerne Veränderungen in eurem Leben kreieren wollt, and instead of making them just as wishes, but actually do what's required to move forward, ja, und dann anstatt irgendwelche Wünsche zu haben, sondern wirklich zu wählen, was erforderlich ist, um euch vorwärts zu bewegen. look at what's distracting you from all the possibilities that are in front of you. Ja, dann schaut euch an, was euch ablenkt von all den Möglichkeiten, die direkt vor euch sind.
And everywhere that you say, I can't, Und überall, wo ihr sagt, ich kann nicht. I can't because, Kann nicht, weil. I can stop it. Hört auf damit. Please, just choose. Bitte, wählt einfach. There's an amazing man called Paulo Coelho. Gibt da diesen tollen Typen, Paulo Coelho. And he's a bit, I'm told he's a bit of an asshole too, but hey, we all are. And he says this. He says, when you choose and desire something, if you will take the first step, the universe will conspire to help you achieve it. Ja, und er sagt, wenn du etwas wirklich möchtest, wonach etwas wirklich verlangst und den ersten Schritt tust, den ersten Schritt, dann wird das Universum sich verschwören, um dich dabei zu unterstützen, das zu bekommen, wonach du verlangst. How many times do we distract ourselves from taking that first step? Wie oft lenken wir uns selbst davon ab, diesen ersten Schritt zu tun, By saying we can't. indem wir sagen, wir können nicht, weil. Oh, hey, nice. So, we had a strange start, but it was a cool Zoom. Also wir hatten einen komischen Anfang heute, aber es war ein cooler Zoom. So, so danke, dass ihr alle dabei wart. Wir haben den nächsten Foundation in Hennef. Wenn euch das interessiert, da reden wir über all sowas und noch viel mehr. Oder andere Foundations überall. Und wir haben Zooms und was auch immer. Wenn ihr Lust habt, folgt uns und guckt, was wir anzubieten haben. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend dabei wart, dass ihr so durchgehalten habt nach dem Fehlstart. Das hat uns sehr gefreut. Und ja, dann habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann demnächst wieder. Bye. Or if you speak English or French, then you're welcome to come to the one in Paris. Ja, oder wenn ihr Englisch oder Französisch spricht, dann kommt zum Foundation nach Paris. Ja, to the ultimate classes everywhere in the world. Bla bla. Blah, blah, blah. Bla bla bla. Hey. Hey. Just on that, if you're doing nothing in February and you'd like to see some in New Zealand, and come and play. Ja. So, wenn ihr noch nichts im Februar vorhabt und nach Neuseeland kommen wollt, dann kommt mit uns und spielt. Cool. Okay, meine Lieben, habt noch einen schönen Samstag und ein schönes Restwochenende und danke, dass ihr da wart. So, thank you. Danke. Thanks. Thank you. Bye. Bye.